Hallo, ich bin Julia und ich zeige dir heute, wie du mit dem Investieren startest. Es ist nämlich gar nicht so schwierig, wie du vielleicht denkst. Investieren braucht sicher ein bisschen Wissen und den Mut, es einfach mal auszuprobieren. Darum ist der erste Schritt, informiere dich über das Thema. Los Podcasts, lies Blogs, frag deine Freunde oder schau ein Video, so wie du es jetzt gerade machst. Dann bekommst du schon mal ein grobes Verständnis für das Thema. Im zweiten Schritt geht es darum, dein Anlegerprofil zu definieren. Das erste Mal musst du dir Gedanken machen, wie viel Geld du überhaupt investieren willst und auch kannst. Am besten machst du dafür eine einfache Tabelle, wo mal dein Einkommen auflistest, all deine Fixkosten abziehst für die Krankenkasse, das Handyabo, die Miete, dann das Geld fürs Essen, deine Steuern nicht vergessen. Und dann solltest du noch einen Sicherheitspuffer einkalkulieren. So hast du schon mal einen guten Überblick, wie viel Geld du überhaupt auf die Seite legen kannst. Dann solltest du dir Gedanken machen, was dein Ziel des Investments ist. Sparst du für eine grössere Anschaffung in den nächsten paar Jahren hin? Oder willst du vorsorgen oder dein Vermögen aufbauen und damit langfristig investieren? Weil je nach Ziel, das du hast, unterscheidet sich auch dein Anlagehorizont. Und dann sollten wir uns noch mit dem Risiko befassen, weil der Markt schwankt, manchmal geht es rauf, aber halt eben auch runter. Darum überleg dir, wie viel Geld du notfalls verkraftest zu verlieren und wie viel Risiko du bereit bist einzugehen. Weil alles zu verkaufen, sobald der Kurs mal sinkt, ist definitiv nicht optimal. Und wenn du diese Sachen für dich definiert hast, dann gibt dir das schon mal eine gute Richtung vor, in welche Anlageklasse du investieren kannst. Die einen sind risikoreicher und andere weniger. So haben wir ja zum Beispiel gesehen, dass das Risiko bei ETFs besser verteilt ist als bei einzelnen Aktien. Und dann kann man auch sagen, dass, wenn du kurzfristig investierst, das Risiko durchschnittlich ein bisschen höher ist, weil sich Marktschwankungen über eine längere Zeit einfach besser ausgleichen. Cool. Und jetzt bist du ready und kannst dir überlegen, okay, wo will ich eigentlich investieren? Auch dort wieder, ob vom Bankberater, selber über eine App oder via Robo-Advisor. Überleg einfach, was zu dir passt und schau unbedingt auf die Konditionen. Weil die Gebühren, die du zahlst, die wirken sich direkt auf deine Rendite aus, die du bekommst. Und manchmal sind die ganz klein gedruckt und auch ganz schön versteckt. Machen wir doch einen kleinen Exkurs. Das erste Mal musst du ein Depot eröffnen und nachher auch halten. Dafür fällt manchmal eine Depotgebühr an. Denn wenn du Wertpapier kaufst und auch wieder verkaufst, zahlst du Handelsgebühr und je nachdem, ob du internationale Wertpapiere kaufst oder nicht, kommt noch eine Gebühr für den Währungswechsel hinzu. Und dann gibt es ein paar Produkte, wie zum Beispiel ETFs, die entwickelt und gepflegt werden. Für das fallen Produktkosten an. Und dann kommen natürlich noch die staatlichen Gebühren und Steuern hinzu. Und wenn du all diese Sachen für dich abgehakt hast und weißt, was du willst, dann gilt es einfach mal starten, auch wenn es nur mit einem kleinen Betrag ist. Weil, wie bei so vielem im Leben, muss man einfach mal den ersten Schritt wagen. Globale ETFs sind ein gutes Einsteigerprodukt, weil sie eine gute Risikoverteilung haben, tiefe Gebühren, wenig Aufwand und trotzdem die Chancen auf attraktive Renditen. Und mein Tipp zum Schluss: Wenn du lange Zeit hast, dann lohnt es sich, kontinuierlich zu investieren. Investiere also jeden Monat einen kleinen fixen Betrag und nicht alles auf einmal und profitiere vom Zinseszins. Viel Spaß!